Heute haben wir dieses wunderbare Gulasch zubereitet. Und wie ihr das macht, erfahrt ihr im nachfolgenden Video. So, Eiswürfel brauchen wir nicht. Wir machen heute keinen Tequila. Nicht. Jetzt haben wir was ein Tequila-Eis. Kein Brenner, wollte ich sagen. Naja, Tequila Sunrise machen wir da eigentlich. Aber das wollen wir gar nicht wissen. So, Eiswürfel brauchen wir nicht. Nicht wirklich. Cocktail. So, was haben wir noch? Ente, Wild, nein. Die brauchen wir auch nicht. Fürs nächste Mal auch schön Lachsforelle noch. Die machen wir auch demnächst. Ja, warte mal, lass mal einen kleinen Blick in die Truhe mal werfen. Ja. So. Jo. Oh, alles wild. Ne, wollen wir Rind machen? Ja, Und haben wir schon Rind. Wildschwein passt heute nicht wirklich ins Programm. Sehr schön. Und noch für die Suppe. Ah ja, siehst du, da brauchen wir gar keine Brühe irgendwie reinmachen, sondern lass uns nochmal die Knochen mitnehmen. Schön Soßenansatz. Ja, auf jeden Fall, super geil. Und ja, machen wir mal Rindergulasch, ne? Würde ich sagen? Perfekt. Ja, das ist doch eine nette Idee. Da kriegst du auch einige Leute mit satt. Kurz, bündig, schnell, einfach. Perfekt, mitgenommen. So. So, jetzt, aber es räumst du auch alles wieder ein, ne? Das machst du doch nicht. Hier nochmal der übliche Schleichwerbung-Part. Hier stehen unsere Chunks, die wir für dieses Rezept allerdings nicht brauchen. Und der Burger schaut sich gerade mal die Auswahl unserer Dutch-Öfen an, um zu gucken, was wir heute so brauchen. Am besten ist der große Dutch um. Weil das ist mein Griff gerade zum Braten vom Rindfleisch. Ansonsten schmorst du es eigentlich mehr. Und es kocht einen eigenen Sud und wird zäh. Ganz genau. Deswegen den schönen großen. So, kleiner Zeitsprung. Das Feuer brennt bereits. Dann ist das Fleisch von oben direkt schon mal aufgetaut. Zeitraffer. Und jetzt kommt das direkt in den Dutch Oven. Sturm! Sturm! Stormy Weather! Nicht mal der Dutch Oven wird warm, obwohl er schon direkt mit der Flamme hängt. Kollegen scharf anbraten. Hallo! Oh, Hitze! So, unser Fleisch ist mittlerweile ziemlich gut angeschmort. Zeit, ein paar Zwiebeln dazu zu geben. Die haben wir ganz fleißig gewürfelt gerade. Müssen auch nicht allzu klein sein. Wichtig ist, das Verhältnis muss stimmen. Also Hälfte, Hälfte. Das brutzelt schon ganz ordentlich. Das Chili noch eben mit rein. So. Macht euch in der Mitte einen kleinen Bereich frei für das Tomatenmark. Das muss ein kleines bisschen mit ansetzen, sonst wird es nämlich bitter. Halbe Tube reicht. Unser Gulasch mit den Zwiebeln. Wir löschen jetzt eine Runde ab mit einem besonders guten Rotwein, natürlich. Mit einem Pastawein, meinetwegen auch das. Der muss nicht besonders toll sein, aber zum Kochen reicht. Wie bei der Frau, ne? Nicht vergessen. So, groben Schluck. Reicht schon. In dem Zuge kommen die Knochen mit rein. Gewisse Grundwürze nicht vergessen. Salz. Und noch ein bisschen Pfeffer. Ich habe hier noch etwas Paprika rosenscharf. Schmiegt sich ein. Braucht nicht ganz so viel, wir haben ja schon Chili drin. Na, das sieht doch schon richtig gut aus. Köchelchen vor sich hin. Die Flüssigkeit ist mittlerweile weg. Ich würde sagen, es ist soweit. Na, das schaut ja mal wieder richtig lecker aus. Wie immer freuen wir uns über einen Daumen nach oben und zahlreiche Kommentare. Dieses und viele weitere Rezepte findet ihr wie immer auf www.bergfest-barbecue.de.